Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Playlist. Es geht jetzt diesmal um die Exegese. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie legt man korrekt einen Bibeltext aus. Wir wollen das schrittweise durchgehen, so wie ich das auch im Unterricht mache. Nun, jetzt ist es halt so, wenn wir das so per Video machen, dann ist das nicht dasselbe wie im Unterricht. Im Unterricht mache ich zum Beispiel es so, dass jeder Student eine Andacht macht. Und dann geben wir gleich auf die Andacht dann ein Feedback, was hermeneutisch, exegetisch, homiletisch jetzt da vielleicht nicht ganz optimal war. Der Gedanke ist der, wenn ich im Unterricht etwas sage, dann sagt man noch oder denkt schnell mal noch, ja, das kapiere ich, das ist okay. Wenn man dann aber selber eine Andacht macht und die Hälfte der Studenten fallen immer vom gleichen Punkt hinein, weil man zum Beispiel einen Gedanken in einen Text, also Exegese gemacht hat, dann fällt das dann eben auf, weil sich der Fehler wiederholt und dann prägt sich das ein und dann versteht man, was eigentlich im Unterricht gemeint war. Und das können wir da jetzt natürlich mit dem Video nicht machen. Was wir auch nicht machen können, das sind die Gruppenarbeiten. Das heißt, ich kann vielleicht darauf hinweisen, du könntest allenfalls dann das Video stoppen, das für dich mal durchmachen und dann weiterschauen. Aber da sind wir natürlich entsprechend limitiert. Ich kann da kein Feedback geben. Das Video ist in dem Sinne also kein Ersatz für einen Exegeseunterricht. Und trotzdem, man kann es mal nachhören, man kommt doch ein bisschen in die Materie hinein, auch wenn man das jetzt nicht selber 1:1 umsetzt, weil man dann eine Arbeit schreiben muss. So bekommt man doch auch schon durch das Hören, worauf man achten soll, so ein bisschen mit. Wie liest man die Bibel? Wie geht man genau an einen Text heran? Und darum glaube ich eben, dass das Video auch vielen eine Hilfe sein wird, auch wenn man nachher im Anschluss an einen Exegesekurs nicht eine Exegese schreiben muss. Aber das ist ja soweit nicht so ein Problem. Ja, schauen wir mal da die theologische Einordnung an. Wo gehört die Exegese hin? Wenn man so ein Gesamttheologiestudium macht, ist das unterteilt in 4 Blöcke. In eine exegetische Theologie, historische Theologie, das ist dann die Vergangenheit, die systematische Theologie und die praktische Theologie. Und die Exegese, das, was wir in dieser Playlist jetzt ansehen, das gehört zur exegetischen Theologie. In diesem Block geht es darum, dass man mal alle Informationen sammelt, wie wir näher zum Verständnis des Bibeltextes rankommen können. Das heißt, man lernt da zum Beispiel die Sprachen, Hebräisch, Griechisch, dass man den Urtext lesen kann. Man schaut, was hat die Archäologie herausgefunden zu gewissen Themen. Man sollte ein bisschen ein Wissen haben über Hermeneutik. Das sind dann die Spielregeln, wie man überhaupt an die Bibel rangeht. Denn man geht ja immer mit einem gewissen Vorverständnis an die Bibel ran, dass man das durchschauen kann. Und dann Einleitungsfragen. Wir werden das in der Exegese auch näher ansehen. Die ganze Umwelt, was für eine Zeit war das damals. Und dann eben die eigentliche Exegese, was wir jetzt machen. Das ist also dieser Teil da innerhalb der exegetischen Theologie. Die historische Theologie schaut dann, wie hat sich das Ganze in der Kirchengeschichte entwickelt. Die systematische Theologie fasst dann für ein bestimmtes Thema alle Informationen zusammen und die praktische Theologie, das ist dann mehr die Gemeindepraxis, die Umsetzung im Alltag drinnen. Wir sind da also ganz am Anfang in der exegetischen Theologie. Da kann man jetzt mal zeigen, was hat man alles schon gelernt. Oder wenn man ein Theologiestudium macht, dann lernt man sehr vieles rundherum, man lernt die ganze Systematik und so weiter. Ja, jetzt in der Exegese kann man das mal zu Papier bringen. Was hat man gelernt? Jetzt gibt es so quasi einen Output mit der Idee, dass nach der Exegese natürlich dann eine Andacht oder eine Predigt erfolgt. Das ist dann letztlich der vollständige Ausfluss dann. Darum ist Exegese etwas sehr Schönes, etwas Praktisches, wenn auch ein Stück weit etwas Technisches. Nun, wozu brauchen wir denn überhaupt Auslegung? Steht es nicht einfach so in der Bibel und so nehmen wir es und dann ist doch der Fall klar, warum braucht es da ein eigenes Fach, das da so ausführlich angesehen wird? Ist denn nicht einfach alles klar? Ich lese da aus Nehemia 8 ab Vers 5. Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftat, stand alles Volk auf.
Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinen Platz. Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, so dass man verstand, was gelesen wurde. Aha, da haben wir jetzt so quasi eine Exegese, was da diese Leviten taten. Sie lasen den Text und sie erklärten es. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man den hebräischen Text las und dann auf Aramäisch übersetzte. Das war also zum einen mal ein sprachliches Problem, das sie da überwunden hatten, aber eben auch der Text von Mose, der war bereits 1000 Jahre älter als die Situation da. Jetzt machte man die Brücke. Man erklärte, wie war das damals bei Mose und hat dann die Anwendung in die damalige Zeit hineingemacht. Und darum geht es in der Exegese, dass wir also einen Text anschauen, was hat der damals bedeutet, und wir dann die Brücke zu uns machen, was heißt das jetzt. Also ein schöner Vorgang. Wir brauchen Auslegung. Es ist eben nicht einfach alles so gegeben. Das heißt, es geht darum, dass wir die eigentliche Bedeutung des Textes erschließen, denn häufig haben wir leider von unseren Gemeinden das Vorbild, dass man einfach einen Gedanken bereits im Kopf hat, den man predigen möchte. Man möchte den Menschen etwas mitgeben und dann sucht man so quasi im Nachhinein noch einen Text, der in etwa das aussagt, aber dann legt man eigentlich die eigene Aussage, die man predigen möchte, in einen bestimmten Text hinein. Man hat aber nicht genau geschaut, ja, was sagt dann der Text wirklich? Sogenannte Exegese, man legt dann etwas in den Text hinein. Ich merke das sehr häufig bei Studenten, die neu beginnen, dass sie das eben so kopieren, weil sie es zu Hause von den Predigten so gehört hatten. Also das ist vielleicht einer der Hauptfehler, der überhaupt passiert. Es geht darum herauszufinden, was hatte der Verfasser damals gewollt? Was ist seine Aussage? Häufig geschehen dann irgendwelche Nebenthemen, die da versucht werden, aus einem Text rauszustellen, wo man sagen muss, darum geht es ja gar nicht. Also, Auslegung besteht nicht darin, etwas bisher Unentdecktes zur Schau zu stellen, sondern das zu erklären, was da im Text drinnen steht. Aber wir müssen uns da bewusst sein, wir alle gehen immer mit einem gewissen Vorverständnis in den Text hinein. Wenn Gott für mich ein sehr strenger, kontrollierender Gott ist, der da auf dem Thron sitzt mit erhobenem Finger, und jetzt lese ich die Bibel, ja, dann fallen mir all die Bibelstellen auf, die mich bestätigen. Und das ist halt nun mal so, der Bibeltext spricht einem immer dort an, wo man selber sich bestätigt fühlt oder wo man ein Argument gegen jemand anderes findet. Wenn man hingegen ein Gottesverständnis hat, dass Gott der gnädige, liebende Gott ist, ja, dann fallen einem nur die Bibelstellen auf und schon merkt man, man hat zwar dieselbe Bibel, aber zwei Personen legen ganz anders aus, denen fallen ganz andere Texte auf. Es ist häufig so, dass das, was man als erstes gehört hat, irgendwo in einer Gemeinde, in einer Kirche, das nimmt man als wahr auf. Und wenn dann eine andere Meinung kommt, sieht man das zuerst nicht, weil man schon gar nicht in der Kategorie denkt. Es braucht dann relativ viel Energie, dass man merkt, aha, da gibt es ja auch noch andere Varianten. Darum muss man sich immer ein bisschen fragen, wie war meine bisherige Lehre? Und das erkennt man am Anfang natürlich nicht. Man weiß ja nicht, dass es da verschiedene Modelle, verschiedene Ansätze, verschiedene Prägungen gibt, ja auch verschiedene Erfahrungen, die man gemacht hat. Das hat alles Einfluss auf die Art und Weise, wie man die Bibel liest. Und darum müssen wir ganz gut darauf achten, immer Bibel mit Bibel auslegen. Das war für Martin Luther eines der ganz großen hermeneutischen Grundsätze. Scriptura sacra sui ipsius interpres. Die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Dies natürlich im Kampf gegenüber der katholischen Kirche, aber das ist natürlich ganz ein wesentlicher hermeneutischer Grundsatz. Wir haben nun das Problem, dass die Bibeltexte eben alt sind. Und alt bedeutet eben, dass wir heute häufig mit dem nicht direkt etwas anfangen können. Wir haben, wie Lessing sagt, einen garstigen Graben von 2000 Jahren und beim Alten Testament ja noch deutlich mehr.
wir wissen manchmal gar nicht so recht, was war dann damals das Thema oder der Hintergrund, wozu eine Bibelstelle eben gesagt wurde. Und das macht es dann gar nicht so einfach, einen Bibeltext auszulegen. Da sagen wir, ein Richter muss entscheiden, weil man etwas geraubt hat. Nun sagen wir, ein Gesetz ist alt und es gab damals noch keine Computer, jetzt einfach so mal gesagt. Jetzt jemand macht eine Raubkopie einer Harddisk, da hat er also etwas gestohlen, was nicht das eigene ist. Das Dumme ist heute nur, wenn man etwas kopiert hat, der andere ja trotzdem noch. Man hatte lediglich eine Kopie gemacht, nicht vollkommen weggenommen. Ja, was wäre jetzt, wenn ein Richter jetzt entscheiden müsste, aufgrund eines alten Gesetzes, als es die Computer noch nicht gegeben hat, und in diesem Gesetz steht nun, man darf nicht etwas jemand anderem wegnehmen. Ja, jetzt könnte man theoretisch natürlich argumentieren, wenn ich von der Harddisk etwas wegkopiere, dann habe ich es ja nicht weggenommen, es ist ja dann immer noch dort. Ich hatte lediglich eine Kopie davon gemacht. Ja, ist das jetzt erlaubt oder nicht? Und jetzt müsste ein solcher Richter überlegen, ja, lege ich jetzt den Text buchstäblich aus, dann wäre es das Wegnehmen, dann hätte ich etwas nicht mehr. Oder geht es darum, dass man dieses Gesetz dann sinngemäß auslegt? Es geht darum, dass man nicht geschädigt wird. Das, was aber auch mit einer Raubkopie natürlich dann gegeben wäre. Das heißt, der Richter, je nachdem, wenn ein Gesetz alt ist, muss er das auch so abwägen. Und genau dieselben Fragen haben wir dann mit der Bibel. Wie sollten wir jetzt da abwägen? Denn die Texte sind alt, die sprechen nicht direkt in unsere Zeit hinein. Schon, dass Gott insgesamt die Bibel natürlich als Offenbarung auch für alle Menschen zu allen Zeiten gegeben hat, aber Gott hat ja in Raum und Zeit hineingesprochen, also in eine bestimmte Zeit an einen geografischen Ort, und das sind ja per se mal nicht wir. Wenn wir heute die Bibel auslegen, dann haben wir zuerst einmal das Zeugnis der Offenbarung von damals vor uns. Nun, man kann eben, wenn man will, alles in die Bibel hineinlesen, sogar kann man Suizid hineinlesen. Oder da hat jemand da wissen wollen, was der Wille Gottes ist, hat so die Bibel durchgeblättert mit geschlossenen Augen, zack, mit dem Finger auf eine Bibelstelle gedrückt und das sei dann das Reden Gottes. Und siehe da, es kam Matthäus 27,5 raus, Judas warf die Silberlinge in den Tempel und ging fort und erhängte sich. Na ja, gut, also da könnte man tatsächlich Selbstmord dann entsprechend von der Bibel her nachweisen. Gut, der hat da gesagt, das kann jetzt so wohl nicht sein, hat das Ganze nochmals gemacht, Finger hinein, und er traf Lukas 10, Vers 37. Da sprach Jesus zu ihm, also dem Schriftgelehrten, so geh hin und tue das Gleichen. Tja, jetzt wird es einem kalt durch Mark und Bein gehen, wenn man das so liest. Gut, er macht es noch einmal, der Finger landet bei Johannes 13, 27. Da sprach Jesus zu ihm, also zu Judas, was du tust, das tue bald. Das heißt, man kann alles aus der Bibel rauslesen, man braucht lediglich die Verse einfach schön aus dem Kontext rauszunehmen, dann kann man alles reinlesen. Und damit haben wir natürlich bereits eine weitere ganz wesentliche hermeneutische Grundlage. Man muss immer den Zusammenhang beachten. Nie und nimmer eine einzelne Aussage, ein Vers aus dem Zusammenhang nehmen, dann könnte gerade das Gegenteil von dem rauskommen, was der Text eigentlich zu sagen hat. Ja, darum brauchen wir Auslegung. Denn es kommt häufig vor, dass dann irgendjemand in der Gemeinde sich beruft, da steht es aber geschrieben, darum ist es so. Ja, der Vers steht so schon da. Nur das Umfeld ist eben nicht berücksichtigt worden. Denke dann an Jesus, der da in Johannes 4 angefochten wurde. Der Teufel, der sagt, stürze dich von der Zinne des Tempels, die Engel werden dich auf Händen tragen. Ja, so steht es tatsächlich im Psalm 91, 11. Nur, das ist ein Vers aus dem Zusammenhang genommen. Und Jesus zitiert dann 5. Mose 6,16 und sagt, man soll aber auch Gott nicht versuchen. Und genau das macht ja das Lesen der Bibel dann schwierig, dass man eine Bibelstelle hat, man beruft sich darauf, ist doch biblisch, ist doch wahr. Ja, wahr ist es, aber dann vielleicht eben nicht die Wahrheit. Denn die Bibel ist aspektorientiert aufgebaut, das heißt, es hat an allen Ecken und Enden hat es irgendeinen Aspekt zu einem bestimmten Thema. Wir müssen also immer zuerst die ganze Bibel durchscannen, bevor wir eine Aussage machen. Wenn man sich dann nur auf eine Stelle beruft, kann das eben daneben sein.
Das heißt, wenn ich eine Andacht mache, zum Beispiel zum Thema Gebet oder so, kann ich nicht einfach ein Kapitel in der Bibel lesen, dort steht alles zum Thema Gebet und dann weiß ich es, sondern da hat es überall verstreut Aspekte zum Thema Gebet. Ich muss alle berücksichtigen und erst dann kann ich eine Aussage machen. Und das ist natürlich am Anfang, wenn man die Bibel noch nicht gut kennt, dann schwierig, die Bibel richtig zu verstehen, weil man dann immer diese Parallelstellen eben nicht hat. Darum braucht es eben Auslegung. Darum hat Gott Lehrer in die Gemeinde gegeben, die eben den Bibeltext schon besser verstehen, die dann eben solche Zusammenhänge zeigen können. Ja, dann haben wir noch so eine Schwierigkeit mit der deutschen Übersetzung. Wir haben ja heute deutsche Bibeln, die gründen auf einem Urtext. Ja, jetzt wie übersetzt man gewisse Dinge? Gewisse Begriffe haben dann verschiedene Bedeutungen. Und ich denke zum Beispiel an den Begriff Tod. Ja, Tod kann der physische Tod sein, es kann der geistliche Tod sein, es kann der ewige Tod sein. Das heißt, man kann mit Tod nicht einfach irgendwas da hineinlesen. Der Zusammenhang muss zeigen, welche Art Tod hier gemeint ist. Das braucht eben Auslegung. Und ich denke an den Begriff Sarx, Fleisch. Ja, Fleisch kann das äußere Fleisch sein, das wir essen, es kann aber auch die sündhafte Natur sein und so weiter. Wir müssen da genau sehen, was ist vom Kontext her eigentlich gemeint. Zudem müssen wir berücksichtigen, es gibt kaum zwei Christen, die genau dieselbe Meinung haben. Oder auch verschiedene Gemeinden innerhalb eines Gemeindeverbandes sieht es nicht immer gleich. Das heißt, wir brauchen Auslegung und dort, wo man merkt, da ist man nicht einfach gleicher Meinung, muss man das erklären können, woher kommt das? Welche Modelle stehen dahinter? Woher kommen die Differenzen? Wenn man das erklären kann, geht vieles dann auf. Da kann man sich auch stehen lassen, wenn man nicht gleicher Meinung ist, aber es braucht eben entsprechend dieses Wissen im Hintergrund. Das Reich Gottes, das ist immer breiter als das eigene Denken. Es könnte immer sein, dass der andere schon etwas verstanden hat, was ich noch nicht verstanden habe, denn wir alle lesen die Bibel im Fleisch. Das heißt, die Bibel ist zwar vollkommen, sie ist von Gott, aber wenn ich die Bibel lese, dann lese ich oder trifft die Bibel bei mir eben auf Fleisch. Das heißt, ich kann die Bibel nicht 100% im absoluten Sinne lesen. Erkenntnis ist immer Stückwerk, nach 1. Korinther 13, Vers 9. Und darum, ich muss immer aufpassen, dass ich dann nicht meine persönliche Meinung oder eine bestimmte Bibelstelle absolut setze und sage, so ist es, das ist das inspirierte Wort Gottes. Ja, vielleicht habe ich da andere Aspekte eben noch nicht berücksichtigt. Die Bibel ist Gottes Offenbarung an den Menschen, somit auch zu uns. Der Bibeltext redet zu uns. So weit, so klar. Die Schwierigkeit ist halt nur eben, dass Gott selber ja das, was er in der Bibel geschrieben hat, nicht heute geschrieben hat, sondern vor 2000, vor 3000, vor 4000 Jahren. Und diesen historischen Kontext haben wir heute häufig nicht. Wir haben diese Distanz zu diesen Texten. Wir haben heute, wenn wir jetzt die Bibel lesen, nur eben dieses Zeugnis der Offenbarung. Und darum braucht es Auslegung. Wie ist das damals verstanden worden? Was könnte das heute für uns bedeuten? Heißt aber, dass wir den Bibeltext immer so lesen müssen, wie er damals verstanden wurde. Das ist immer der erste Schritt, das damals verstehen, bevor wir dann zu uns kommen. Ja, der Überblick über die Bibel fehlt halt leider häufig. Das heißt, viele Menschen, viele Christen haben noch nie ganz die Bibel durchgelesen und selbst wenn man sie schon einmal gelesen hat, ja, dann ist vieles noch verborgen, dann sieht man die Zusammenhänge noch nicht einfach. Und darum braucht es eben Lehrer, darum braucht es eben solche, die die Bibel einem auslegen. Ja, man denkt natürlich jetzt schnell, aber wir könnten doch das Problem ganz einfach lösen. Wir greifen einfach zu einem Kommentar oder zu einer Studienbibel. Da steht doch nebst dem Bibeltext daneben eine Erklärung dazu, da steht doch alles und dann haben wir es. Ja, die Schwierigkeit ist halt, dass selbst die Kommentare immer verschiedene Richtungen haben. Das merkt man schnell einmal, wenn man 2, 3, 4 Kommentare miteinander vergleicht, dass nicht alle zum selben Schluss kommen. Man muss darum selber überlegen, warum kommt er von der anderen Seite, von welcher Denkvoraussetzung geht der aus und dass man dann erklären kann, woher kommen dann diese Unterschiede, dass man dann auch die eigene Meinung klar machen kann. Also, das ist gar nicht ganz so einfach.
Zudem, wenn wir jetzt Exegese üben, geht es mal darum, dass wir gerade nicht zum Kommentar greifen, denn sonst lernen wir das nicht. Dann sagen wir einfach, ah, da steht, so ist es. Nein, es geht darum, dass wir jetzt selber den Mechanismus mal üben, also das, was der Kommentarschreiber macht, das versuchen wir jetzt da zu lernen. Versuche also mal ohne Kommentar auszukommen, und nur wenn du wirklich ins Stocken kommst, nicht mehr weiterkommst, dann kann man natürlich mal einen Blick hineinwerfen. Das ist klar. Nun, wir schauen jetzt mal, wie man da die Exegese ansehen soll. Es gibt auch verschiedene Literatur, die man dazu lesen kann. Ich wähle für die Umsetzung in der Exegese eine Trichterfunktion. Und ich hoffe, dass ich das so ein bisschen im Kopf festsetzen kann. Der Gedanke ist folgender. Wir gehen als erstes mal das ganze Buch insgesamt an. Also sagen wir, ich habe jetzt einen Abschnitt, über den ich predigen soll, den ich exegesiere im Moment. Dann beginne ich aber nicht gleich mit diesem Text, sondern ich schaue zuerst mal das ganze Buch an. Das heißt, der Trichter ist am Anfang ganz offen. Wir stellen uns mal über das ganze Buch gewisse Fragen. Wer hat da den Text überhaupt geschrieben? Also das ganze Buch, wer ist der Empfänger dieses Buches oder dieses Briefes, wo wurde geschrieben, wann wurde geschrieben, was ist der Zweck und das Ziel, warum das Buch überhaupt geschrieben wurde, auch die Frage, ist es echt? Gut, wir gehen natürlich von der Inspiration der Bibel aus, aber da gibt es auch liberale Kräfte, die das verneinen, und dann muss man auch Argumente dagegen haben. Also es beginnt mal mit dem ganzen Buch. Ich mache das jetzt da nur schnell übersichtsmäßig, wir schauen das alles im Einzelnen an. Dann geht es um den Kontext. Kontext ist der Zusammenhang, das ist all das, was rund um meinen Exegese-Text herum ist. Also jetzt zoomen wir schon etwas näher zum Text, aber es geht noch nicht um den Text. Wir schauen mal, was ist dann der weitere Kontext, was war denn vorher, wie geht der Text weiter, wie kommt es überhaupt zu unserem Abschnitt, und wir schauen den engeren Kontext an. Da geht es dann darum, was steht unmittelbar vorher und nachher, was hängt ganz direkt zusammen, ist ganz wichtig, dass man den engeren Kontext ansieht. Dann gibt es Parallelstellen, die wir ansehen, die denselben Inhalt haben, vielleicht sogar zeitlich gleich sind. Da können wir zusätzlich Informationen gewinnen. Wir schauen die Textgattung an, nicht jede Textart ist gleich, und es geht um die heilsgeschichtliche Einordnung. Wann wurde das überhaupt gesagt? Was konnte man heilsgeschichtlich schon voraussetzen und was eben nicht? Ja, und erst dann geht es um den Exegesetext. Jetzt bei diesem dritten Schritt geht es mal um den ganzen Text an sich. Wir schaffen da mal einen Überblick über den Text, dass wir mal den Gedankengang des Textes erfassen. Das ist darum wichtig, denn wenn wir zu schnell dann bereits in die Details gehen und das auslegen, verliert man schnell die Übersicht. Ja, um was geht es eigentlich? Wo ist der Höhepunkt im Text? Was ist die Hauptaussage? Das wollen wir da finden. Darum müssen wir die Verknüpfungen ansehen innerhalb des Textes. Wir machen dann eine Textgliederung, dass man sieht, was ist der Hauptsatz, was sind Nebensätze. Daraus entwickeln wir dann den Skopus oder eben Textthema, das ist dasselbe. Was ist der Hauptgegenstand, Hauptaussage, und können so dann den roten Faden des Textes entwickeln, dass wir diesen Gedankengang festsetzen können. Ja, dann der vierte Schritt, jetzt geht es in die Details. Jetzt schauen wir Versteil um Versteil, vielleicht sogar Wort um Wort ganz genau an. Man macht da Exkurse, vielleicht zu einem wichtigen Begriff. Was bedeutet der überhaupt? Also Begriffsbestimmungen, oder man macht grammatikalische Exkurse, weil da etwas Spezielles ist. Man macht verschiedene Analysen grammatikalischer Art, syntaktischer Art, aber auch theologischer Art, dass man ganz genau den Text eben erklären kann. Und dann fünftens noch die Applikation, die Anwendung. Da machen wir dann die Brücke zu heute. Also vom Text damals, was heißt das jetzt heute? Das ist wichtig, dass man diesen Schritt auch hat. Vieles merkt man erst da in der Applikation, hat man den Text wirklich verstanden. Es gibt Exegesen, die sind in der Anwendung sehr gut, weil man so aus dem Bauchgefühl heraus, das, was man irgendwie schon mitgenommen hat, eigentlich ganz gute Richtung gesehen hat, aber obendrin in der Exegese, da hat man sich völlig verhaspelt, da stimmt es aber eigentlich nicht.
ja, aber am Schluss hat man es dann irgendwie doch, ist natürlich wichtig, dass die Anwendung zusammen mit der Auslegung und zusammen mit dem Skopus übereinstimmt. Das ist natürlich wesentlich. Gibt aber auch das andere, dass die Exegese ganz gut scheint, aber dann in der Anwendung merkt man, nee, der hat es noch gar nicht wirklich begriffen. Gibt es dann halt eben auch. Nun, wie setzt man das um? Man beginnt mit einer Einleitung, kann man da nulltens noch anhängen. Kurze Einleitung, worum geht es überhaupt? Dann machen wir die Einleitungsfragen, das ist dieser erste Punkt da, das sind dann vielleicht 2 Seiten, wo man diese Elemente da entwickelt. Dann geht es um den Kontext, das sind dann vielleicht eine Viertelseite plus dann eine Liste mit den Parallelstellen, das kann natürlich dann auch mehr werden. Dann den Gedankengang, das ist dann insgesamt vielleicht auch eine Seite, um all diese Elemente zu erklären. Die Auslegung, das ist so pro Vers 1,5 Seiten. Und dann die Anwendung, vielleicht so eine halbe Seite, vielleicht auch etwas mehr. Abkürzungsverzeichnis, also Literaturverzeichnis natürlich nicht vergessen, Inhaltsverzeichnis zu Beginn, das gehört natürlich dann auch dazu. Wenn ich jetzt eine Bewertung mache, dann mache ich es so, dass die Einleitungsfragen 1/7 der Note ausmachen, den Kontext 1/7, dann der Gedankengang 1/7, die eigentliche Exegese zählt dreifach, zusammen mit der Applikation und dann für Formales und den Fleiß, das ist dann auch 1/7 der Note. So setzt sich das bei mir zusammen. Nun, soweit mal die Einleitung. Das ist so etwa das, was auf euch zukommt. Wir werden dann in der nächsten Exegese-Video dann mal ein bisschen inhaltlich schauen, worauf sollten wir achten, damit man versteht, wozu machen wir das überhaupt. Schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, du kannst durchhalten und viel davon profitieren. Bis dann wieder.